Hallo zusammen und willkommen im Agensas Brothers Studio. Mein Name ist Zacharias Reinhardt und vor ein paar Tagen war ich bei der Blender-Konferenz 2013 in Amsterdam. Und ich habe einfach mal eine kleine Kamera mitgenommen und ein paar Aufnahmen gemacht, auch ein paar Interviews geführt und das Ganze möchte ich jetzt mit euch teilen. Ich habe das in 3 Videos gegliedert. Im ersten Video zeige ich euch ein bisschen was von der Reise selber, ein bisschen was von der Blender-Konferenz und hauptsächlich ein paar Kommentare von mir und meinen Begleitern, wie uns das Ganze gefallen hat und so weiter. Im zweiten Video zeige ich euch ein paar Interviews mit verschiedenen Leuten, die man aus der Blender-Szene kennen sollte, wie zum Beispiel Jonathan Williamson, Sebastian König, Andrew Price und verschiedenen anderen. Und im dritten und letzten Video zeige ich euch ein Interview mit Ton Rosenthal, den ursprünglichen Gründer von Blender. Den sehen wir hier im Hintergrund. Und ja, ich habe das in 3 Videos aufgeteilt, damit das insgesamt nicht zu lang wird und ihr euch auch selber entscheiden könnt, was ihr sehen wollt, falls zum Beispiel euch nur die Interviews interessieren. Bei diesem Reisebericht seht ihr jetzt keine der Vorträge irgendwie, das könnt ihr euch nämlich extra angucken auf den Blender Foundation Channel bei YouTube. Da findet ihr alle Vorträge, die wurden nämlich mit Livestream übertragen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Falls ihr jetzt direkt zu den verschiedenen Interviews springen wollt, dann klickt einfach hier. Und falls ihr jetzt direkt das Interview mit Ton Rosenthal sehen wollt, dann klickt einfach hier auf diesen Bildschirm. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem kleinen Reisebericht. So Leute, es ist 3:35 Uhr früh am Morgen und ich sitze hier noch im Auto in Salzwedel. Und ich werde jetzt nach Amsterdam fahren. Und zwar zur Blender-Konferenz. Ja, das ist mein erstes Mal zur Blender-Konferenz. Unterwegs werde ich noch den Thies Brockmann einsammeln. Das war unser letzter Praktikant. Und etwas später auch noch den Lars von Mr. Larodos. Den kennt ihr sicher von YouTube. Der macht so ganz gute Blender Game Engine Tutorials. Okay, also los geht's. So, wir sind jetzt hier in Hannover angekommen. Und hier sitzt auch der Thies. Hallo. Und wir fahren jetzt weiter. Es sind jetzt 2 Stunden vergangen. Es ist jetzt 5:45 Uhr circa. Und jetzt fahren wir weiter und holen noch den Lars ab. Und dann geht's weiter nach Amsterdam. So, wir sind jetzt hier bei dem Lars angekommen. Morgen. Und jetzt fahren wir mit seinem schicken BMW weiter. Genau. Standesgemäß die Stars der Community. Genau. Und jetzt geht's nach Amsterdam. Das hier ist unser schönes Hotel, Stay OK, beim Vondelpark. Wir haben jetzt unsere Zimmer bezahlt. Beziehen können wir sie erst um 14 Uhr. Jetzt laufen wir nochmal zum Auto und wir können euch gleich sagen, Parken ist hier sehr, sehr teuer in Amsterdam. Für einen Tag dürfen wir jetzt hier in der Innenstadt 68 € oder so bezahlen. Das ist schon sehr happig. 2 € pro 20 Minuten. Der Preis ist angemessen für dieses Parkhaus. Hier in Amsterdam, da ist es sehr üblich mit Fahrrad zu fahren, wie wir hier sehen. Alles steht voll mit Fahrrädern. Hier gibt es extra Fahrradstraßen. Das sind nicht mal mehr Wege. Richtige Fahrradstraßen, wo man aufpassen muss, dass man nicht aus Versehen überfahren wird von irgendeinem Fahrradfahrer. Und Mopeds und sowas fahren hier auch noch lang. So, hier sind wir jetzt beim Debali oder wie das ausgesprochen wird. Und hier findet jetzt die Blender-Konferenz statt. So, Thies, was hast du da? Das ist mein Namensschild. Genau, wir haben jetzt alle so ein tolles Namensschild gekriegt. Warum stehen wir hier blöd rum? Kannst du das mal erzählen? Weil der Raum zu voll ist. Wegen den ganzen Menschen, die Andrew Price sehen möchten. Wir ziehen jetzt unsere Präsidentensuite hier.
Wir sind jetzt hier im Stay Okay und wir schauen mal, ob wir hier auch okay stayen. Wir sind in den Tropen. Juhu! So, wir haben uns jetzt eine Runde ausgeruht. Das war echt nötig nach der langen Fahrt und nach dem frühen Aufstehen. Es ist jetzt gleich 17 Uhr und wir werden uns jetzt nochmal zur Blender-Konferenz begeben und mal schauen, ob da noch ein paar spannende Vorträge zu hören und sehen gibt. Mal sehen. So, erster Tag Blender-Konferenz vorbei. Was ist euer Fazit? Sehr interessant, sehr anstrengend. Morgen wird es, glaube ich, besser. Alleine vom Programm her. Ich denke, die haben auch vom Programm her damit gerechnet, dass es morgen mehr Leute sein werden als heute, obwohl es heute schon voll genug war. Aber es hat sich gelohnt bis jetzt schon. Und morgen kommen spannende Themen, Game Engine. Dein Thema. Genau. Was sagst du? Ja, ich würde sagen, da kann man nicht mehr viel hinzufügen. Also wir waren natürlich jetzt auch ziemlich erschöpft so von der Fahrt und so. Haben uns erstmal nochmal eine halbe Stunde oder so hingelegt und geschlafen. Ich glaube, das waren schon fast 2 Stunden oder so. Sei leise, das darf keiner wissen. Aber ja, ich freue mich auch dann auf die Game Engine Sachen morgen. Ja, die beiden Game Engine Leute hier, damit habe ich natürlich nicht so viel am Hut. Ja, heute den interessantesten Vortrag. Ich meine, wir haben gar nicht so viele gesehen. Wir sind erst gegen 12 angekommen, da lief ja schon 2, glaube ich. Dann haben wir den von Jonathan Williamson gesehen mit den Modeling, Sculpting, organische Formen. Den fand ich persönlich sehr interessant, weil ich mich für das Thema auch interessiere. Ja, und sonst haben wir eigentlich noch diese Diskussionen teilweise mitgekriegt. Ja, also ich würde sagen, dass morgen das höchstwahrscheinlich noch ein bisschen spannender wird, weil wir waren auch ziemlich fertig von der Fahrt. Na gut, ich würde mal sagen, schauen wir mal, wie es morgen wird. Und jetzt essen wir erstmal Pizza. Tag 2. Wir haben es, glaube ich, mal wieder geschafft, so spät zu kommen, dass wir keinen Sitzplatz mehr kriegen. Mr. Larodos zeigt hier sein tolles Space Jogger Game und die Leute sind begeistert. Stimmt's, Lars? Auf jeden Fall. Ja, wir sitzen jetzt hier und es ist tatsächlich schon die nächste Nacht. Also wir sind hier jetzt wieder bei derselben Pizzeria. Aber diesmal gibt es was anderes zu essen. Genau, wir haben uns diesmal Lasagne bestellt. Genau. Thies, was hat dir denn besonders gefallen, beziehungsweise was ist dir im Kopf geblieben? Ja, also wir haben viele Gespräche gehabt mit zum Beispiel Ton Rosendahl und mit Ding2, also mit Thomas Dinges vom Blendpolis Forum. Das war ziemlich interessant, da haben wir auch viel über die Blender Game Engine geredet. Dann war heute noch ein Medizin-Vortrag, das war eigentlich ganz interessant. Da wurde Blender benutzt, um halt so angehende Ärzte zu trainieren bei Operationen. Ja, was ich gerade noch gesehen habe, da war ja am Anfang Blending for Feature Films und Commercials. Da wurde Blender ja in dem einen Coca-Cola-Werbespot verwendet und da hat er auch nochmal so ein paar Sachen zu gesagt. Das fand ich auch interessant. Dann haben wir noch die deutschen Blender-Leute haben sich da getroffen, das war eigentlich auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, wie viel waren das? 20, 30 so? 30 eher. Ja, Das waren schon viele. war ganz gut. Also die Deutschen sind hier eigentlich immer ganz gut vertreten anscheinend. Der Ton meinte auch, dass aus Deutschland die größte Blender-Community kommt. Also Er meinte so, als er bei der Begrüßung gefragt hat, waren ungefähr 1/3 Deutsche. genau, und wir waren da noch nicht mal dabei. Wären dann ja noch 3 mehr gewesen. Ansonsten hatten wir heute im Gegensatz zu gestern sehr viele interessante Gespräche.
Ton hat uns zum Beispiel sehr viel über sein neues Open-Movie-Projekt erzählt, Gooseberry. Das ist geheim, noch nichts verraten. Genau, darüber dürfen wir leider nichts erzählen. Und ansonsten haben wir ein bisschen mit Jonathan Williamson geredet, mit Sebastian König, Thomas Dingens, was du schon alles meintest. Also es war sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. War sehr interessant heute, aber das lag wirklich hauptsächlich an den Gesprächen mit den Leuten und weniger an den Vorträgen. Aber das ist ja auch Bestandteil von so einer Konferenz, dass es darum geht, Netzwerk zu machen, ein bisschen ins Gespräch zu kommen und vielleicht was für die Zukunft zu planen. Eine Sache haben wir uns nicht angeguckt, und zwar ging es da um VFX in Hollywood mit Blender. Das wäre natürlich unser Thema, also mein Thema vor allen Dingen gewesen. Allerdings lief nebenbei noch so ein Vortrag, sage ich mal, mit Ton Rosenthal, wo ein bisschen was über die Blender Foundation und was die Blender Foundation ist und was sie macht. Alle anderen, bis auf wir drei wahrscheinlich, sind jetzt zusammen essen. Man konnte nämlich ein Ticket noch extra bestellen, wo dann so ein Essen am Samstagabend mit dabei ist. Das haben wir nicht gemacht. Ja, und jetzt sitzen wir hier alleine und die anderen sind alle woanders. Naja, fürs nächste Mal wissen wir dann aber, dass das wahrscheinlich auch sein Geld wert ist. So, wir haben jetzt ausgecheckt aus dem Hotel. Und jetzt folgt der letzte Konferenztag. Am Sonntag, den 27. Oktober. Und die Uhr wurde zurückgestellt, ganz wichtig. Wir hatten also eine Stunde mehr Schlaf als sonst. Genau, obwohl ich schon um 7 wach war. Genau, deswegen müssen wir mal 11 Stunden schlafen können. Ja, ich bin's nochmal. Am Sonntag haben wir uns jetzt keine Workshops oder Vorträge angehört oder angesehen. Darum können wir euch darüber jetzt nicht großartig was erzählen. Aber wir haben verschiedene Interviews geführt mit verschiedenen Leuten. Das habe ich ja am Anfang des Videos schon erwähnt. Und falls ihr direkt dahin springen wollt, dann klickt einfach nochmal hier auf diesen Bildschirm. Ansonsten schaut euch das Video noch zu Ende an. Viel Spaß noch. Ja, ich würde sagen, wir hauen jetzt ab. Genau. Sonntag ist jetzt so gut wie vorbei. Korrekt. Wie spät ist das jetzt eigentlich? Wir haben jetzt 16:05 Uhr gleich. 16:05 Uhr. Genau, und jetzt geht 6 Stunden lang nach Hause. Also für Lars natürlich nur 2,5 Stunden oder so. Für mich nur 4, 4,5 Genau. vielleicht. Und ich darf dann schöne 6 Stunden fahren. Das hast du morgen auch frei, im Gegensatz zu. Genau, wir müssen morgen in der Schule und in der Arbeit sein. Oh, ja, das ist natürlich ziemlich schlimm. So, wir sind jetzt hier wieder bei Lars zu Hause angekommen. Na gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und wir sehen uns sicher später nochmal. Ja, danke für die Mitfahrt. Ja, na klar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Wie ihr seht, es ist 22:45 Uhr und wir sind jetzt hier in Hannover, um den Thies abzusetzen. Genau. Es ist quasi nochmal 2 Stunden später, nachdem wir Lars abgesetzt haben. Na gut, und dann verabschieden wir uns von dir. Okay, dann tschüss. Ja, ich bin jetzt endlich zu Hause angekommen um 23:40 Uhr. Alles hat super geklappt. Ich fand, das war ein wirklich tolles Wochenende. Ich habe viele tolle Leute getroffen. Auch die beiden, die mich begleitet haben, Thies und Lars, war eine echt tolle Begleitung. Und das, was mir wirklich am besten gefallen hat, waren all diese wunderbaren Gespräche mit all den Leuten, die so begeistert Blender nutzen. Und ich möchte einfach nochmal Danke an euch alle sagen für die tollen Gespräche. Falls ihr dieses Video seht, dann ist das auch nochmal ein kleines Dankeschön an euch. Ich denke, nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, werde ich auf jeden Fall wieder zur Blender-Konferenz und vielleicht auch zum Blender Day hier in Deutschland. Und vielleicht sehen wir uns dann ja mal da, wenn ihr Lust habt. Ja, ich werde jetzt ins Bett gehen und gute Nacht. Der meiste Kontakt ist ja immer übers Internet. Und da ist es natürlich auch mal interessanter, die Leute auch mal persönlich zu Genau, man treffen. muss auch mal raus aus dieser Cyberwelt. Genau. Das Real Life ruft. Es gibt nicht nur 3D. Es gibt auch eine Welt außerhalb von Blender. Was? Nein! Das ist nicht wahr! So, die Blender-Konferenz ist jetzt wieder vorbei. Wir waren ganze 10 Minuten drin, haben Brötchen abgegriffen und jetzt geht's wieder nach Hause, würde ich sagen. Genau, mit vollem Magen dann wieder ab Richtung Deutschland. Alleine für das Essen hat es sich schon gelohnt.
Wer braucht schon Blender, wenn es Essen gibt? Genau. Und Blender kann man nicht leben, von Essen schon. Und es ist 0:33 Uhr. Ja, und ich filme gerade, während ich fahre. Und das ist eigentlich nicht so gut. Also bloß nicht nachmachen. Ihr seht mein Gesicht sicher nicht, weil es hier viel zu dunkel ist. Okay.